Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Januar 1943. Wir sind wieder im rückwärtigen Bereich des Regiments. Endlich ein paar Tage Ruhe und wir können uns mal etwas ausschlafen. Die Rosinante haben wir an Besatzung Bauer abgegeben, schweren Herzens, aber es hilft ja nichts. Momentan haben wir noch mehr Besatzung als Panzer und da einsatzfähige Fahrzeuge sowieso dauernd irgendwo gebraucht werden, können die Besatzung immer 2 Tage fahren und kämpfen und dann 2 Tage ruhen. Naja, aber Ruhe sieht anders aus. Als Ältester im Panzer muss ich mit dem Leutnant den Papierkram erledigen. Das macht nicht immer Spaß. Aber er meint, das würde mir nicht schaden. Das sollte man alles wissen und können. Wenn ich dann selber einen Panzer befehlige, würde mir das schon helfen. Ich überlege, ob er nicht weiß, dass ich eine Zeit lang als Kommandant eingesetzt war oder ob er es nur vergessen hat. Ich bleibe etwas ungehalten, weil ich doch etwas stolz bin auf meine Zeit im Kommandantensitz. Schnell merkt er es und schaut mich nachdenklich an. Ich weiß um die Kommandantenzeit, sagt er zu mir. Aber den Papierkram haben die anderen mitgemacht. Nicht, weil einem Obergefreiten das nicht zugetraut wurde, die wollten alle nur helfen. Nun musst selber ran. Als Ufts oder Feldwebel hilft dir da keiner mehr. Nun, er hat ja recht. Ich habe mich immer etwas davor gedrückt und freute mich auch über die Unterstützung der Kameraden. Ich besuche Schmidt, der in seiner provisorischen Schreibstube mittlerweile einen kleinen Hund hat. Ein kleiner Mischling ist das, gut erzogen, der aber nur auf russische Kommandos hört. Sicher ein Spion vom Iwan, scherze ich. Immer wieder aber lässt der Kleine sich bei mir nieder und will gekrault werden. Schmidt und ich unterhalten uns über die Lage. Der Wechsel zwischen Frost und Tauwetter macht die Straßen nicht besser. Er lässt durchblicken, dass wir wohl noch weiter zurück müssen, um natürliche Hindernisse wie Flüsse in die Verteidigung gegen die Russen einzubauen. Ich kann nicht verstehen, wo der Iwan die ganzen Leute hernimmt. Irgendwann muss doch mal diese Quelle versiegen. Man hört auch immer wieder, dass große Konvois mit Hilfsgütern aus Amerika nach Russland gelangen. Amerikanische Panzer, Lastwagen und Flugzeuge werden da in großer Stückzahl angeliefert und unsere U-Boote erwischen nicht alle Schiffe. Sei es drum, wenn wir uns richtig positionieren und eine gute Verteidigung bis zum Frühjahr aufbauen, kann der Russe sich an unseren Geschützen zu Tode rennen. Dann haben wir wieder genug Panzer und auch Männer, um mit eiserner Faust hart zurückzuschlagen und den Iwan dann ein für alle Mal niederzuwerfen. Wir haben ja nun auch schon oft genug erlebt, dass der Russe sich an Packstellung oder gut getarnten Panzerstellung die Zähne ausbeißt und dann dort verblutet. Und auch öfters haben wir schon als Panzerabwehr fungiert und die Lumpen mit unseren Panzern 3 im Verbund mit den 8-8ern aufgemischt. Als wir so über die Panzerabwehr plaudern, sprechen wir auch über die neuen Tiger, die jetzt in großer Stückzahl an die Truppe kommen sollen. Das wäre was. So ein Koloss mit seiner schweren 8-8er Kanone, die alles zerstören kann. Viel wissen wir ja noch nicht über die Fahrzeuge, aber der Spieß hat wohl ein paar mehr Informationen. Ich locke ihn mit einer Tasse Kaffee zu uns und lenke das Gespräch auf diesen Panzertyp. Er erzählt, dass sein älterer Bruder bei der Ladoga-See-Schlacht im Nordabschnitt dabei war. Er hatte geschrieben, dass dieser Riesenpanzer unzerstörbar gegen die Russenpanzer vorgefahren ist, dann einfach angehalten hat und in aller Ruhe einen nach dem anderen abgeschossen. Die feindlichen Granaten prallten nur so ab, und als der Panzer sich verschossen hatte, fuhr er einfach wieder zurück. Nur das Gelände war dort nicht so günstig für die Panzer, trotzdem hat der Russe ordentlich was abbekommen. Tolle Sache. Mit dem Panzer kann uns der Russe nichts mehr. Unser Langrohr ist schon wirklich ein guter Panzer, aber so ein Tiger, das wäre was für mein Vaters Sohn. Der Tag vergeht wie im Flug. Man hat immer was zu tun. Besorgung hier, zum Tross da,
mit den Russen-Hiwis was erledigen, wieder Papierkram, ein paar Briefe schreiben und so weiter. Die Panzerspäher brauchen mal wieder einen Richtschützen für ihre Panzerspähwagen. Und ein Kommandant dort hat mich angefordert. Wir haben damals bei Mostock zusammen die Kameraden rausgeholt und das hat er nicht vergessen. Ich melde mich bei meinem Leutnant ab. Der ist nicht so begeistert, aber er sagt mir noch, dass ich nicht den Helden spielen soll. Ich werde ja noch gebraucht. Gesagt, getan. Am Nachmittag melde ich mich bei den Panzerspähern und wir sollen Erkundungen in Richtung Süden fahren und schauen, ob der Russe da schon durch die Wälder vormarschiert. Eigentlich ist das Gelände dort unüberwindlich für Panzer, aber bei dem Iwan muss man mit allem rechnen. Also wieder rein in die kleinen Dinger. Schnell ran und schnell weg. Bloß keinen großen Feuerkampf, dafür sind die 222er nicht gemacht. Wir brausen los und versuchen, die schlammigen Straßen nicht zu benutzen. Lieber über die Felder. Das rumpelt zwar etwas mehr, man bleibt aber nicht stecken. Ich sitze entspannt an der 2 cm und warte ab. Wir brauchen sicher eine gute Stunde bis zu dem Gebiet und ich bin auch nicht mal aufgeregt. Wir klären ja nur auf. Wenn da Russenpanzer sind, drehen wir ab und holen Verstärkung oder rufen die Luftwaffe. Nach knapp 30 Minuten rumpelt es doch etwas mehr als sonst, obwohl die Strecke nicht uneben erscheint. Der Fahrer meldet Probleme und wir halten an. Schnell wird festgestellt, dass ein Vorderreifen platt ist und wir uns wohl irgendwo was reingefahren haben. Also Radwechsel. Ist ja alles dabei, um das mal fix zu machen. Der zweite Aufklärer will aber weiter, da die Ergebnisse dringend für die weitere Aufklärung benötigt werden. Ohne Rückendeckung weiterfahren? Hätte ich nicht gemacht. Aber die Panzerspäher verlassen sich auf ihre schnellen Fahrzeuge. Die brausen los und ich helfe unserem Fahrer, den Reifen abzubauen. Es scheint ewig zu dauern, bis wir endlich das Rad abgeschraubt haben. Die Bolzen waren so fest, da hat die Inz es wohl doch zu gut gemeint oder das Schmierfett zwischen Radmutter und Gewinde vergessen. Wir setzen das neue Rad drauf und können plötzlich dumpfe Abschüsse hören. Der Kommandant steht oben auf dem Fahrzeug und schaut angestrengt durchs Fernglas. Er ruft uns zu, dass da wohl irgendwas schiefgelaufen ist. Aber sehen könnte er noch nichts. Jetzt legen auch wir einen Zahn zu. Rad drauf, Muttern angezogen und nach weiteren 10 Minuten ist der Wagen wieder einsatzbereit. Ich klettere wieder ran an meine 2 cm und sehe den Kommandanten fragend an. Er schaut noch immer durchs Fernglas und dann ruft er plötzlich, dass der andere Spähwagen zurückkommt. Wie der Teufel fährt er durchs Gelände, dass der Wagen nur so springt. Wir lassen den Motor an und drehen schon mal das Fahrzeug, damit wir zur Not auch schnell los können. Mit einer Vollbremsung kommt der Wagen neben uns zum Stehen. Blutüberströmt schaut der Kommandant heraus und ruft uns zu, dass da eine ganze verdammte Russenbande im Wald hockt. Die haben gleich losgefeuert und den Wagen frontal getroffen. Der Richtschütze liegt mit zerschmettertem Schädel im Wagen. Der Kommandant hat ordentlich Splitter abbekommen und seine Hand sieht schlimm aus. Ich will rüber und helfen, aber er winkt ab. Er wickelt sich einen Lappen um die linke Hand und meint, wir sollten jetzt schnell abdüsen, der Iwan ist hinter uns. Wir lassen den anderen Wagen vorfahren und hängen uns dahinter. Und schon schlagen Granaten neben uns ein und wir fangen an, in Schlangenlinien zu fahren, um kein leichtes Ziel zu bieten. Über Funk versuchen wir die Abteilung zu informieren, wir kommen aber nicht durch. Also weiter wie der Teufel. Nach 10 Minuten sind wir außer Schussreichweite und der Wagen vor uns wird immer langsamer. Er hält an. Ich kann den Kommandanten auch nicht mehr sehen. Wir steigen aus und flitzen zum Kameradenfahrzeug. Der Kommandant ist bewusstlos geworden und der Fahrer hat wohl auch was abbekommen. Also verarzten wir die beiden erstmal und legen die dann bei uns ins Fahrzeug. Der Kommandant hat schon viel Blut verloren, aber ich binde ihm den Arm ab, damit er es übersteht. Beim Richtschützen ist nichts mehr zu machen. Unser Kommandant übernimmt den zweiten PSW und zwängt sich ans Steuer. Ich bleibe im Turm und versorge weiter den Kommandanten. Wir fahren zurück. Nicht ganz so flott, aber doch zügig. Jetzt haben wir auch Funkverbindung und melden den feindlichen Verband.
Nach weiteren 20 Minuten sind wir endlich wieder zurück in unserem provisorischen Lager und versuchen dann, die Verwundeten aus den Fahrzeugen zu holen. Viele Hände helfen mit und wir übergeben die Verwundeten den Sanitätern. Ein Kampfverband aus 5 Panzern macht sich gerade fertig, um gegen die festgestellte Bedrohung zu fahren. Im Verbund mit der Luftwaffe werden die da schon aufräumen. Ich stehe am Wagen und rauche. Wir müssen den anderen Richtschützen noch rausholen. Ich kletter wieder rein und schaue nach unten. Der halbe Schädel ist weggerissen. Der war sofort tot. Ein Einschlussloch direkt neben der 2 Zentimeter durch den Turm in den Kampfraum. Hat den voll erwischt und das dünne Blech schützt einen hier nicht wirklich. Das hätte mir auch passieren können. Weitere Panzerspäher kommen dazu und helfen den Toten zu bergen. Ein Feldwebel meint zu mir, dass der Name des Richtschützen Günther war. Der Unteroffizier war schon seit Polen dabei. Ein echter Teufelskerl mit 9 Leben, für jeden Spaß zu haben. Und wenn es eng wurde, war er die Ruhe in Person. Letzte Woche Vater geworden. Den Bub konnte er dann doch nicht sehen. Nachdenklich schaue ich hinterher, als der Günther weggebracht wird. Wenn es mich mal erwischt, was die Kameraden dann wohl über mich sagen werden. Ich verliere mich in meinen Gedanken, bis mich mein Leutnant an der Schulter rüttelt. Ob alles in Ordnung wäre, da ich ja voller Blut bin. Ich schaue ihn lange an und kann dann nur entgegnen, dass es nicht mein eigenes Blut ist. Er lässt mich dann auch in Ruhe und ich mache mich auf den Weg zur Unterkunft. Erstmal andere Klamotten anziehen und waschen. Was für eine Tragödie wieder. Eigentlich wie jeder Tag. Ich stelle mir vor, wie Gudrun die Nachricht bekommt, dass ich gefallen bin. Das muss ich hier schnell wieder verdrängen. Denn wer hier vorne an der Front an den Tod denkt, der wird dann auch abgeholt. Also Kopf hoch und weiter geht's. Morgen kriegen wir die Rosinante wieder. Und dann geht's zurück an den Feind. Mit ein wenig mehr Stahl vor der Stirn als sonst. Am Abend bin ich nochmal zu den Panzerspähern eingeladen worden. Die wollen sich bedanken für die gute Kameradschaft beim letzten Einsatz und für die Versorgung der Verwundeten. Ein schöner Abend mit den Kameraden. Und auch die erzählen, wie sich die Reihen immer weiter lichten. Von den Kameraden, die 41 mit an die Ostfront kamen, sind nur noch knapp 50% da. Der Rest ist entweder verwundet oder gefallen. Ist ja fast wie bei uns, aber ich glaube, die Infanterie trifft es bei solchen Vergleichen deutlich härter. Wir malen uns aus, wie es wohl auf einem Schlachtschiff wäre, mit meterdickem Stahl um einen herum. Da ist man dann schon sicher und es kann einem nichts passieren. Einer meint dann, dass es bei dem Schlachtschiff Bismarck auch nicht genützt hat. Die sind trotzdem versenkt worden. Die haben sich selbst versenkt, meint einer noch. Genau werden wir es wohl nicht mehr feststellen können. Leicht angeheitert begebe ich mich zu meinem Quartier und schreibe noch ein paar Zeilen auf. Was wird der nächste Tag für mich bringen?